warten. Und beginnen möchte ich quasi jetzt mit dem ersten Vortrag anzukündigen, mit dem Titel Energieeffiziente Sanierung jetzt. Und ich denke, dass die Vortragenden eigentlich gar nicht groß vorgestellt werden müssen, denn die meisten sind den meisten hier sehr bekannt. Es werden 3 Personen vortragen, und zwar in folgender Reihenfolge. Beginnen wird quasi, ja, wie soll ich sagen, unser Multitalent, Excel-Genie habe ich hier aufgeschrieben, Entwickler der Algorithmen im PHPP und anderen PHI-Tools, Experte für alle Klimazonen, für Heizung, Kühlung, Entfeuchtung, Duschwarmwasser, Rückgewinnung und eigentlich für alles. Für ihn gibt es kaum unlösbare Problemstellungen. Er ist einer der 4 Geschäftsführer des PHI in Darmstadt und dabei zuständig unter anderem für wissenschaftliche Inhalte, und er ist auch Prokurist des PHI in Innsbruck. Bitte begrüßen Sie Dr. Jürgen Schnieders. Dann den zweiten Teil des Vortrages, quasi die goldene Mitte, wird einer referieren, ohne den wir, glaube ich, alle nicht hier wären. Als Entwickler des Passivhaus-Konzeptes und Gründer des Passivhaus-Institutes hat er bisher schon über 3 Jahrzehnte lang einen unschätzbaren Beitrag dazu geleistet und leistet nach wie vor, dass die Energieeffizienz, der Komfort, die Wohngesundheit, die Wirtschaftlichkeit und die Nachhaltigkeit von Gebäuden enorm verbessert wurde und weiterhin wird. Einer, der seinerzeit stets weit voraus war und mit Weitblick forscht und arbeitet. Herzlich willkommen, Professor Dr. Wolfgang Feist. Und der dritte Vortragende für den krönenden Abschluss dieses Teils ist der Kopf- und Hauptverantwortlicher der Passivhaus-Tagungen, also auch Eventchef von dieser Veranstaltung, aber auch noch Leiter der Arbeitsgruppe für PHI-Tools, PHPP, Design PH, BIMTO PH, Projektkoordinator von großen EU-Projekten, wie beispielsweise Eurofit oder aktuell eben Outfit, sowie ebenfalls einer der 4 Geschäftsführer des PHI in Darmstadt und dabei zuständiger Verantwortlicher unserer Aus- und Weiterbildungsangebote. Herzlich willkommen, Diplom-Ingenieur Jan Steiger. Ich freue mich auf euren Vortrag. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Laszlo, für die überschäumende Vorstellung. Sehr geehrter Herr Vizerektor Weiß, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich muss mal eben meine Folie raussuchen. Das sieht gut aus. Wir haben diese Tagung unter das Motto gestellt, sanieren, aber richtig. Es kommt tatsächlich auf den Bestand an. Und dass es auf den Bestand ankommt, sieht man im Grunde sofort, wenn man hier in Innsbruck durch die Stadt läuft und zum Beispiel diese wunderschöne Kulisse hier sieht. Mit diesen Gebäuden muss natürlich etwas passieren, wenn wir das Thema Klimawandel, das Thema Effizienz in den Griff bekommen wollen. Da wird es nicht reichen, am Neubau etwas zu tun. Unser Thema ist jetzt hier, warum kommt es auf den Bestand an? Welche Rolle spielt die Nutzungsenergie oder die Energie in der Nutzungsphase in Relation zu dem, was für die Herstellung der Gebäude aufgewendet wird? Und wir werden am Schluss ein paar Beispiele zeigen, wie geht denn das, wie kann man das konkret umsetzen. Zunächst mal ein kurzer Blick auf den Endenergieverbrauch weltweit. Was Sie hier sehen, ist 30% des gesamten Endenergieverbrauchs wird in Gebäuden verbraucht, und zwar in der Nutzungsphase. Und die Bauindustrie braucht nochmal 5% des gesamten Endenergieverbrauchs. Da ist aber der gesamte Tiefbau mit dabei, energieaufwendig, Beton, Stahl, große Erdbewegungen. Das heißt, hier sieht man schon, es kommt auf die Gebäude an, wenn wir unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft dekarbonisieren wollen. Und es kommt auf die Nutzungsphase an. Und warum kommt es auf den Bestand an? Wir haben vor ein paar Jahren mal ein paar Szenarien gerechnet für die Bundesrepublik Deutschland, wie da die Energieverbräuche im Gebäudebereich sich entwickeln könnten über die nächsten 50 Jahre.
Der Verlauf hier jetzt geht davon aus, die Randbedingungen bleiben, wie sie sind. So ist es im Augenblick auch. Das Gebäudeenergiegesetz gilt, das hat gewisse Anforderungen daran, was auch in den Altbauten zu passieren hat. Und die Neubauten, da gibt es auch dann so mittelmäßige Anforderungen an den Wärmeschutz. Und der Heizwärmebedarf wird sinken über die nächsten 50 Jahre, aber er wird relativ langsam sinken und er fängt dann am Ende sogar wieder an zu steigen, weil natürlich der zunehmende Neubau dann einen Teil dieser Einsparungen wieder auffrisst. Jetzt können Sie mal raten, was von dem, was man hier sieht, denn der Neubau tatsächlich ist. Naja, das ist tatsächlich ein bisschen, wir haben da auch keine Kristallkugel, naja, dann von einem Jahr auf den anderen bricht die Neubautätigkeit dann ein, dann wächst sie wieder. Aber die Schätzung, hochgerechnet so aus dem, was in den letzten Jahren war, ist ungefähr dieses. Also auch in 30 Jahren wird das, was ab jetzt noch neu gebaut wird, einen verschwindend geringen Anteil ausmachen am gesamten Heizwärmebedarf des Gebäudebestands. Und auch in 50 Jahren ist es noch der kleinere Anteil. Also ohne am Bestand irgendwas zu tun, werden wir den Wärmebedarf zumindest mal der Gebäude nicht runterkriegen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass ein etwas besserer Standard, der sogenannte Effizienzhaus 55 Standard, der bis vor ein paar Jahren im Grunde normal war aufgrund einer großzügigen Förderung in Deutschland, dass das im Grunde kaum einen Unterschied macht. Und selbst wenn wir alle neuen Gebäude als Passivhäuser bauen würden, würde das zwar einen Beitrag leisten, aber das Problem nicht lösen. Das Problem lösen wir erst, wenn wir alle Gebäude, dann, wenn dort etwas gemacht wird, wenn ohnehin die Fenster ausgetauscht werden müssen, wenn ohnehin die Wand neu zu verputzen ist, wenn wir dann hohe Qualitäten einbauen, wenn wir dann in Richtung auf den ENERFIT-Standard hingehen. Und das ist im Grunde das Mantra, was ich also hier im Grunde nicht oft genug wiederholen kann. Wenn schon, denn schon. Dann, wenn die Komponenten angefasst werden müssen der Gebäude oder wenn das Gebäude sowieso komplett saniert wird aufgrund einer Übergabe, sagen wir mal im Zuge eines Generationenwechsels, dann wirklich hohe Qualitäten einbauen, dann ist es auch wirtschaftlich ohne weiteres machbar, dann gibt es auch keine Diskussion darüber oder müsste es zumindest nicht, ob man das denn bezahlen kann. Das mit den Diskussionen haben wir in den letzten Jahren auch zur Genüge, sagen wir mal, erlebt in Deutschland. Es zeigt sich, sinnvoll ist es nicht so sehr, mit Vorschriften zu arbeiten, die Leute einzuschüchtern, dass sie jetzt ihre Häuser verlieren, weil sie dann Vorschriften genügen müssen in Bezug auf die Sanierung, wo sie denken, das überfordert sie wirtschaftlich, sondern zu motivieren, zu zeigen, was geht, Informationen weiterzubringen. Dazu versuchen wir einen Beitrag zu leisten, unter anderem mit dem jetzt frisch verfügbar gewordenen NBIL, was eine rasche und kostenlose Erstberatung bietet, online. Sie geben das Baujahr Ihres Gebäudes ein paar Randbedingungen, Grundrissform, Form des Daches, was sind das für Wandaufbauten. Das können auch Laien innerhalb von einer Stunde eingeben und kriegen dann eine Wärmebilanz. Die ist natürlich nicht präzise, aber sie ist ausreichend, um sagen zu können, wie viel Prozent kann ich denn etwa einsparen, was bringt mir eine bestimmte Maßnahme, spielt das überhaupt eine Rolle in der Gesamtbilanz und auch, was kostet das denn und hat das die Chance, irgendwie wirtschaftlich zu sein. All das lässt sich dann mit diesem Tool relativ leicht herausfinden. Rechts unten steht die URL, schauen Sie gerne mal rein. Das ist für Deutschland, für die deutsche Baugeschichte, für die verschiedenen Wärmeschutzverordnungen, Energieeinsparverordnungen und sowas ausgelegt. Fürs deutsche Klima gibt es deswegen auch nur in deutscher Sprache. Das ersetzt natürlich keine Energieberatung, sondern die professionelle Energieberatung muss dann darauf aufsetzen, kann das aber auch natürlich in dieser Form für eine Erstberatung mit sehr geringem Aufwand verwenden. So, jetzt schauen wir noch mal rein.
Laszlo Lepp hat es eben schon sehr schön hier gezeigt. Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, das sind einfach nur zwei Seiten derselben Medaille. Das ist auch nicht überall klar. Also in verschiedenen Ländern sieht man, hört man, wird einfach verbreitet, ja, baut auch Wärmepumpen ein und damit ist dann alles klar. Der Strom ist dann langfristig erneuerbar. Das ergibt natürlich wenig Sinn, das wissen Sie. Ich zeige es Ihnen jetzt trotzdem nochmal. Erstmal die Frage, ist überhaupt die Wärmepumpe, ist das eigentlich das Richtige? Die Antwort lautet ja, ganz klar. Das PER-System, was mir sagt, wie viel Erneuerbare muss ich denn zubauen, muss ich bereitstellen, um eine bestimmte Energiedienstleistung zu decken, das kann ich mal anwenden auf verschiedene Wärmeversorgungssysteme in demselben Gebäude. Und dann sieht man ziemlich schnell, da kommt eine nachhaltige Fernwärme in Frage, da kommt die Wärmepumpe, ob jetzt das Außenluft- oder Erdwärmepumpe in Frage und alle anderen Systeme höchstens mal irgendwo in Ausnahmefällen. Also auf die Wärmepumpe läuft es schon raus, aber jetzt ist die Frage, brauchen wir denn dann eigentlich die Energieeffizienz noch, wenn die Gebäude alle die Wärmepumpen haben? Mal abgesehen davon, dass es natürlich viel leichter ist, irgendwo eine Wärmepumpe einzubauen, wenn die Effizienz höher ist. Ja, die Effizienz der Wärmepumpe wird besser, die Wärmepumpe kann kleiner sein, dann ist sie viel kostengünstiger. Aber das alles mal beiseite gelassen. Wir schauen jetzt mal empirisch. Und weil wir hier in einer Universität sind, darf ich mir erlauben, Ihnen das hier grob vorzurechnen. Empirisch haben wir zur Verfügung von der Bundesnetzagentur die Gasverbräuche als Wochenwerte hier über die letzten 6 Jahre in Deutschland. Zwei Dinge sind da interessant, nämlich diese rot und grün dargestellten Spitzen. Der maximale 7-Tages-Durchschnittsverbrauch lag bei 3000 Gigawattstunden Gas für Haushalte und Kleinverbraucher. Das müssen wir also decken können. Das können wir auch nicht mehr durch irgendwelche Verschiebungen decken. Dazu ist der Zeitraum zu lang. Ja? Und auch Kurzzeitspeicherbatterien oder Pumpspeicher oder so, das reicht vielleicht für 1-2 Tage, aber nicht für eine ganze Woche. Das muss also woanders herkommen. Wo kommt diese Leistung her und was würde das bedeuten, wenn wir die zur Verfügung stellen? Relevant dabei, diese empirischen Daten, ne, die berücksichtigen automatisch zum Beispiel den tatsächlichen baulichen Zustand. Wo sind schon Fenster ausgetauscht worden? Wo wurde doch schon mal ein Dachboden gedämmt? Das Nutzerverhalten ist drin. Was für Temperaturen stellen die Leute tatsächlich ein? Die Gleichzeitigkeit drin. Ist es vielleicht im Norden kalt und im Süden nicht? Das aktuelle Klima, weil es sind die Daten der letzten 6 Jahre. Also das ist, da ist wenig Theorie drin, das ist alles basierend auf dem, was wir tatsächlich draußen beobachten. So, wir haben also 3000 Gigawattstunden pro Tag, können wir umrechnen, sind durchschnittlich 130 Gigawatt Gasleistung in diesem Zeitraum. Das ist fast ausschließlich Heizung und Warmwasser. Da können wir jetzt eine Heizlast daraus ausrechnen, indem wir sagen, ja, diese Gaskessel, die haben einen Wirkungsgrad von 90%, mit dem müssen wir multiplizieren. Und der Anteil der Gasheizung liegt bei knapp 50%. Wenn wir dadurch dividieren, dann kriegen wir die gesamte thermische Last als Wochenmittel des Gebäudebestands Haushalte Kleinverbraucher in Deutschland, 230 Gigawatt thermisch. Und was das jetzt fürs Stromnetz heißt, ist, dann nehmen wir mal an, 70% der Gebäude werden nachher langfristig wirklich durch Wärmepumpen versorgt, der Rest würde dann an der Fernwärme hängen. Und nehmen wir optimistisch an, COP für die Wärmepumpen in dieser kalten Periode gleich 3. Dann haben wir in dieser Heizlastwoche 55 Gigawatt elektrische Leistung. Ist das jetzt viel oder wenig? Da stehen auch Daten zur Verfügung, stundengenau, was an Strom erzeugt wird. Dieses hier ist jetzt eine solche Spitzenperiode aus dem Jahr 2022. Da, wo das rot markiert ist, da war es sehr kalt. Das ist unsere 7-Tages mittlere Heizlast. Gleichzeitig, das Blaue ist Wind, das Gelbe ist PV, gab es wenig Sonne, die gibt es im Winter in Deutschland kaum. Das ist relativ klar. Und es gab aber auch wenig Wind. Wir haben hier wirklich die klassische drohende kalte Dunkelflaute. Und wir haben eine elektrische Leistung im Moment im Netz, wo nur wenig elektrisch geheizt wird, von 80 Gigawatt.
Also diese Leistung in diesem Zeitraum, die muss fast überwiegend derzeit aus nicht erneuerbaren Quellen bereitgestellt werden. Das müssen wir natürlich langfristig ändern. Und das heißt, wir brauchen plus 68% Leistung, die wir transportieren können, die durch die Transformatoren, durch die Leitungen durch müssen. Das muss dann dementsprechend ausgebaut werden. Und wir brauchen auch die entsprechenden Erzeuger. Spitzenerzeuger, die laufen nur ein paar Stunden im Jahr, die sind teuer. Das werden wahrscheinlich Gasturbinen sein, vielleicht ein paar Gas- und Dampfkraftwerke, die dann mit Wasserstoff, mit erneuerbarem Methan betrieben werden. Kann man mal so im Kopf behalten, also etwa nahezu ein Faktor 2 an Leistung, die durchs Stromnetz durch muss. Zweiter Aspekt, die grüne Linie. Den ganzen Winter über müssen wir jetzt, wir haben hier diesen Winterberg, im Sommer passiert fast nichts, müssen wir irgendwie decken. Den werden wir voraussichtlich überwiegend mit Windstrom decken müssen, denn die PV bringt ja im Winter so gut wie nichts. Da müsste man alles saisonal speichern, sehr aufwendig. Wir müssen also Windenergie zubauen, um unsere ganzen elektrifizierten Gebäude jetzt zu versorgen. Das rechne ich jetzt nicht mehr im Einzelnen vor. Da kommt also ein Gasverbrauch, wenn man ihn umrechnet auf Strom, von 36 Gigawatt elektrisch raus. Dann kann man gucken, die Windleistung, das sind etwa 36% der Nennleistung im Durchschnitt verfügbar in diesem Winterzeitraum, macht interessanterweise ziemlich genau 100 Gigawatt installierte Leistung für den Wind. Dementsprechend müssten wir also jetzt die Windenergie ausbauen. Wenn man sich mal anschaut, wie das im Augenblick aussieht, so etwa ein Viertel unseres Stroms kommt zurzeit aus dem Wind. Es gibt Ausbaupläne, das wird auch angeschoben, das bis 2030 zu verdoppeln. Da müsste man dann jedes Jahr so etwa 10 Gigawatt zubauen. Dann landen wir insgesamt 2030 bei 100 Gigawatt und nochmal 100 Gigawatt bräuchten wir dann für die nicht sanierten Gebäude, die erneuerbar versorgt werden sollen. Jetzt kommt der Windkraftausbau nicht so richtig voran. Wenn man sich mal anschaut, ein Viertel des Jahres ist rum, etwa 10% des für dieses Jahr angepeilten Windenergieausbaus ist tatsächlich realisiert worden. Aber gut, das hat auch alles eine gewisse Trägheit. Vielleicht schafft man es ja, das noch irgendwo in Gang zu setzen. Selbst wenn wir diese ambitionierten Ausbauziele hinkriegen, dann schaffen wir es gerade, die Braunkohle, die Steinkohle jetzt zu ersetzen durch Windenergie. Dann sind aber die ganzen Gebäude noch nicht versorgt. Und damit sind wir im Grunde genommen wieder hier. Wir brauchen das beides. Wir brauchen natürlich die erneuerbaren Energien, so viel wie möglich. Und wir brauchen aber auch die Energieeffizienz, auch so viel wie möglich, weil wir sonst überhaupt keine Chance haben, die Ziele, die wir da haben, erreichen zu können. Also Fazit an der Stelle nochmal, es geht um den Altbau primär, es geht um die Betriebsenergie, dazu gleich noch mehr. Wir haben eine Lösung, die lautet Enerfit plus Wärmepumpe plus Kopplungsprinzip, wenn schon, denn schon. Und ohne weitere Dämmung der Gebäude bräuchten wir 70% mehr installierte Leistung, 150% mehr installierte Windenergie. Die Effizienz spart an verschiedenen Stellen, nicht nur im Gebäude, sie spart auch Gasturbinen, Trafos, Netzausbau und so weiter. Sie spart Windräder, sie spart Elektrolyseure, sie ersetzt H2, Wasserstoff, Methanspeicher für die Kompensation des Winterbergs. Erwähnenswert ist jetzt nochmal oder eine Vertiefung wert das Thema Betriebsenergie und welche Rolle sie spielt in Relation zur Herstellungsenergie. Und da freue ich mich sehr, dass Wolfgang Feist zugeschaltet wird und dieses Thema jetzt nochmal vertiefen wird. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich da jetzt drauf bin. Wir haben uns systematisch befasst in den Arbeitskreisen 58 und 60 im letzten Jahr mit der Lebenszyklusbilanz von Gebäuden. Wie sieht das eigentlich aus mit den CO2
Emissionen und sind dabei auf eine ganze Reihe von wichtigen Erkenntnissen gekommen. Und die Zusammenfassung davon möchte ich Ihnen hier kurz vorstellen. Wir haben einmal danach geschaut, was sind eigentlich die Zielgrößen, auf die hin optimiert werden sollte. Und das ist einmal die bereits hier vorgestellte Primärenergie Erneuerbare, weil das den Ausbau der erneuerbaren Energiequellen betrifft. Und zum Zweiten ist es das Global Warming Potential, also die emittierten CO2-Werte. Wenn man da methodisch sauber vorgehen will, dann muss man verschiedene Ausführungsformen, verschiedene Szenarien vergleichen. Genau das haben wir auch gemacht und muss natürlich immer nach dem vollständigen Lebenszyklus schauen. Wir haben dann festgestellt bei der Analyse, dass es tatsächlich zwei Bereiche mit bedeutendem Einfluss gibt, nämlich zum einen den Gebäudebetrieb. Kollege Schnieders hat das bereits ausgeführt, dass da eigentlich der Schwerpunkt des Verbrauches liegt, auch weltweit, aber insbesondere natürlich in den entwickelten Industrieländern. Und zum Zweiten die Rohstoffvorketten für die Erstellung und die Sanierung der Gebäude. Wir müssen, wenn wir das anschauen, also von der Wiege bis, und dann wird immer gesagt zur Bahre, ja, das ist nicht ganz korrekt, denn die Nachnutzung, die können wir ja im Moment gar nicht kennen. Das ist viel zu weit in der Zukunft. Also von der Wiege bis zum gegebenenfalls Abriss des Gebäudes müssen wir rechnen. Die Nachnutzung einzubeziehen ist etwas, was einen ganz weiten Bereich von Manipulation eröffnet. Das sollten wir also tunlichst lassen. Keinesfalls kann, und das hat der Kollege Schnieders bereits sehr schön gezeigt, ein zusätzlicher Neubau unsere Klimaschutzaufgaben im Gebäudebereich lösen. Dazu ist einfach der Teil der neuen Gebäude, die in den nächsten Jahrzehnten entstehen wird, in den industrialisierten Ländern am Anteil am Gesamtbestand viel zu gering. Die zukunftsfähigen Heizsysteme, auch das hat der Kollege Schneider sehr schön demonstriert, das sind Wärmepumpen oder nachhaltig erzeugte Fernwärme. Die sind wirklich CO2-arm, allerdings nicht CO2-frei. Auch das folgt bereits aus dem, was der Kollege Schnieders gezeigt hat. Ungefähr 200 Gramm CO2 pro Kilowattstunde ist die erforderliche Emission für die Erzeugung der Elektrizität für eine Kilowattstunde, die ich in einer Wärmepumpe an elektrischem Strom verbrauche für die nächsten Jahrzehnte. Dann, wenn der Ausbau wirklich gut funktioniert, darauf gehe ich gleich noch etwas näher ein. Das bedeutet, dass wir uns konzentrieren müssen auf die Modernisierung im Bestand. Das ist das entscheidende Thema, wenn wir etwas für den Klimaschutz tun wollen. Und dabei ist die wichtigste Maßnahme tatsächlich der Wärmeschutz im Bestand. Das bringt einen Faktor 3 bis 8 und das wissen Sie, glaube ich, recht gut aus den praktischen Beispielen, die Sie selber durchgeführt haben oder die Sie dann auch jetzt hier auf der Tagung sehen können. Und das wichtigste Thema in dem Bereich ist das Wenn schon, denn schon, wie es bereits Laszlo Lab hier ausgeführt hat. Lass nämlich auf einige Einzelpunkte der Bilanzierung zu sprechen kommen. Da gibt es einen Bereich, der leider überwiegend im Moment noch mit einer gewissen Illusion behandelt wird, und das ist der Einsatz von Holz, insbesondere im Neubau, aber auch bei der Sanierung. Der Holzeinsatz ist zwar empfehlenswert und richtig, und wir sind genau dabei, dass man nach Möglichkeit diesen nachwachsenden Rohstoff verwenden sollte. Allerdings kann ich den nicht mit dem vollen Kohlenstoffgehalt als negative Emission auf die entsprechende Baumaßnahme anrechnen. Da habe ich dann die Rechnung wirklich ohne den Wirt gemacht, nämlich ohne den Wald. Ich muss die gesamte Vorkette in die Bilanzierung einbeziehen. Das heißt, auch das, was ich im Wald bewirke, durch eine entsprechende Gewinnung des Holzes. Und wenn man das jetzt systematisch macht, das möchte ich jetzt nicht darstellen, dafür haben wir eine eigene Arbeitsgruppe auf der Tagung, dann kommt man darauf, dass tatsächlich negative Emissionen entstehen durch den Einsatz von Holz, und zwar in einem Bereich von 0,74 Tonnen CO2 pro Tonne Holz, das eingesetzt wird, aber eben nicht die 1,38 Tonnen, die wir bei einem nachhaltigen, nachwachsenden Baustoff bekommen, wenn der ohnehin geerntet und ohnehin sonst verbrannt würde, wie das zum Beispiel oder verwest, wie das zum Beispiel für Stroh oder andere Produkte aus der Landwirtschaft der Fall ist. Da könnten wir mit den 1,83 rechnen und haben das auch
getan. Wen das genauer interessiert, bitte in die Arbeitsgruppe und das dort auch diskutieren. Wir haben uns dann angeschaut, wie sieht das aus, zum Beispiel für so ein Bauteil. Das ist jetzt eine Außenwand. Ich bin sehr dankbar, dass der Kollege aus der Quantenphysik das gezeigt hat, dass das eben so ein Punkt ist, bei dem man sehr schön auch die Physik sich anschauen kann. Diese ungedämmte alte Altbau-Außenwand, das ist das Einzige, was im Grunde eigentlich wirklich gar nicht geht in Zukunft, weil die dadurch erzeugten Emissionen in einem Bereich von etwa 8 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter entsprechender Wandfläche pro Jahr liegen wird. Auch dann, wenn ich das Haus künftig mit einer Wärmepumpe beheize und die Wärmepumpe versorgt wird aus einem optimistisch angenommenen entwickelten Stromnetz in Mitteleuropa. Also das geht definitiv nicht. Wir müssen, wenn wir in den Nachhaltigkeitsbereich kommen wollen, diese Wand verbessert wärmedämmen. Und dann stellt sich heraus, wenn ich das mache, wenn ich die Wärmedämmung anbringe, dann lande ich bei einer vernünftigen Wärmedämmung tatsächlich 85% unter dieser Emission. Dann komme ich in den hier als grünes Band dargestellten nachhaltigen Bereich hinein. Da investiere ich natürlich eine gewisse Menge an vorgelagertem CO2 bei der Produktion der entsprechenden Materialien. Das kann man hier unten sehr schön sehen oder vielmehr auch gar nicht so schön sehen, weil es nämlich tatsächlich vernachlässigbar wenig ist. Und das gilt selbst für die konventionellen Dämmstoffe. Da ist ein bisschen eine Fehlinformation unterwegs. Ich spare auch mit dem konventionellen Dämmstoff so viel an Energie ein, dass dadurch wir in den Nachhaltigkeitsbereich definitiv hineinkommen. Und der Energieaufwand und der CO2-Aufwand für die Herstellung des Dämmstoffes ist dabei in den Dämmstärken, die wir für Enerfit und fürs Passivhaus empfehlen, vernachlässigbar gering. Das stimmt jedenfalls, solange wir genügend dämmen, das heißt also nicht zu dünn Wärme dämmen, dann kommen wir möglicherweise außerhalb dieses Bereiches zu liegen. Und das würde sogar für nachhaltig erzeugte Dämmstoffe gelten. Also wir müssen ordentlich Wärme dämmen, wenn wir schon dämmen, wenn schon, denn schon. Es gibt einige Punkte, bei denen wir etwas oberhalb des Bereiches liegen. Das betrifft nicht alle Gebäude. Wenn ich aufgrund des Brandschutzes zum Beispiel besonders schwere Mineralwolle für die Wärmedämmung brauche, das ist an dieser Stelle unverzichtbar und auch alternativlos, dann liege ich etwas oberhalb. Allerdings auch das ist immer noch vertretbar, wenn das nicht überall so gemacht wird. Noch besser kann ich werden, indem ich tatsächlich nachwachsende Rohstoffe für die Wärmedämmung verwende. Das ist weltweit in einem großen Ausmaß möglich. Wir haben uns das auch genauer angeschaut. Wir können beispielsweise Stroh oder auch andere landwirtschaftlich erzeugte Dämmstoffe für die Wärmedämmung einsetzen. Dafür ist auch genug Material da. Dann kann ich tatsächlich sogar im Bestand die Gesamtbilanz für das CO2 für diese wärmegedämmte Wand, wenn ich dick genug dämme, auf einen Wert von knapp unter Null bringen. Das heißt, ich kann tatsächlich ein kleines bisschen noch zusätzlich auch für andere Bereiche die CO2-Bilanz verbessern. Ein weiteres Thema, was wir uns angeschaut haben, ist der Wärmepumpenstrom und wie der eigentlich zu bewerten ist in Bezug auf die CO2-Emissionen. Da kamen wir auf einen Wert für die nächsten Jahrzehnte von rund 200 Gramm pro Kilowattstunde. Und wir haben auch eine Sensitivitätsanalyse gemacht, geschaut, wie ist das denn, wenn wir beispielsweise die Umrüstung auf erneuerbare Energie schneller oder langsamer schaffen, als das bisher geplant ist. Wir liegen inzwischen ja bei einer etwas langsameren Umsetzung, also eher bei höheren Emissionen. Wir könnten aber auch den Ausbau der Windkraft, darauf kommt es im Wesentlichen hier an, das geht schon aus dem hervor, was Kollege Schnieders hier gezeigt hat, wir können den Ausbau der Windkraft auch beschleunigen, dann würde man so ein kleines bisschen unter diese 200 Gramm pro Kilowattstunde kommen, aber die Wärmepumpe ist nicht emissionsfrei, sondern sie hat diese Emissionen, die allerdings ungefähr auf ein Drittel der Emissionen im Vergleich zu einer Gasheizung führen. Das heißt, wir empfehlen das tatsächlich nur richtig eingeordnet. Deswegen braucht man eben auch die Energieeffizienz begleitend zu der Umrüstung auf die Wärmepumpe. Entscheidend dafür, ob sowas auch wirklich laufen kann, ist letztendlich die Ökonomie. Das ist etwas, was wir uns immer klar machen müssen. Wir werden niemanden dazu bewegen, so etwas zu tun, wenn er das letztendlich nicht finanzieren, nicht bezahlen kann. Auch das haben wir uns hier einmal angeschaut, wieder für das Bauteil herausgegriffen, wie wir also das ungedämmte Bauteil belassen und das einfach in Zukunft über die Wärmepumpe, die Wärmeverluste
decken, dann liegen wir hier bei ziemlich hohen Kosten pro Quadratmeter. Und ja, das heißt, das ist auch, wie der Laszlo Lev bereits ausgeführt hat, von der sozialen Seite her ein gewisses Problem. Wenn wir allerdings die Wärmedämmung verbessern, das sehen wir jetzt hier, dann haben wir zwar zusätzliche Kapitalkosten für den Bau dieser Wärmedämmungen, und die sind auch tatsächlich nicht gering. Das kann anwachsen bis auf ungefähr die Hälfte der derzeitigen Kosten für den Betrieb. Allerdings sinken dann eben auch die Verluste, also die Kosten im Betrieb, drastisch ab. Und wir bekommen hier ein Optimum der Kosten ungefähr bei der Hälfte der Kosten, wenn wir nicht Wärme dämmen, in einem Bereich von zwischen 15 und 20 Zentimeter Dämmung. Und diese Kosten sind dann tatsächlich auch sozial tragbar. Also das heißt, sie liegen noch unterhalb der Kosten, die wir in der Vergangenheit für die Versorgung mit Heizwärme gewohnt waren. Das kann also wirklich funktionieren. Ein ökonomisches Optimum liegt hier im Bereich der Dämmstoffstärken, die wir für den EnerFit-Standard auch tatsächlich empfehlen. Im Bereich dieses ökonomischen Optimums, das ist übrigens auch noch einmal wichtig darauf hinzuweisen, verläuft die Gesamtkurve sehr flach, die ökonomische Gesamtkurve sehr flach. Das heißt, wir haben hier ein sehr breites Spektrum von möglichen Einsatzfällen. Allerdings weist das dann darauf hin, dass wir dann aus ökologischen Gründen bei ungefähr konstanten Kosten doch die besser gedämmten Varianten wählen sollten. Ein weiteres entscheidendes Thema für die Nachhaltigkeit, was sich im Arbeitskreis herausgestellt hat, ist die Frage der Langlebigkeit. Sehr oft wird an dieser Stelle mit Bauteillebensdauern von 20 Jahren gerechnet, so auch in vielen der europäischen Verordnungen. Das ist, wenn man sich mal die Baupraxis anschaut, natürlich völliger Unsinn. Entschuldigung, dass ich da so klare Worte verwende. So kurz halten die Bauteile, halten die Fassaden, halten die Fenster, hält das alles nicht. Das sind mindestens 40 Jahre und das haben wir auch empirisch noch einmal ermittelt. Und in Zukunft wollen wir diese Standzeiten auch noch weiter verlängern. Denn je länger ein solches Produkt in der Nutzung besteht, desto geringer sind natürlich die entsprechenden Emissionen, die auch für die Erneuerung der Bauteile entstehen. Die Langlebigkeit ist ein ganz entscheidender ökologischer Beitrag. Auch darauf wird auf dieser Tagung, denke ich, noch eine ganze Menge an Informationen gegeben. Für die Nachnutzung ist Weiternutzen die Devise. Das heißt, möglichst lange mit dem Material, was verwendet wird, auch auskommen. Und dann in der nächsten Stufe wäre die Materialverwendung direkt, nämlich das Wiedernutzen, was zum Beispiel bei einem Einblasdämmstoff ohne weiteres möglich ist. Den kann ich absaugen aus einer bestehenden Konstruktion und dann auch für dieselbe Nutzung weiterverwenden. Er degeneriert nämlich bei der Nutzung überhaupt nicht. Ein gewisser kleiner Verlust ist möglich, aber das würde die Gesamtbilanz noch einmal gegenüber den Werten, die ich Ihnen hier gezeigt habe, verbessern. Und schließlich können wir darüber denken, ob wir das Material wieder in den Rohstoffkreislauf bringen, also das sogenannte Recycling. Da muss man allerdings ein kleines bisschen aufpassen. Wir haben da ja gesehen, dass wir in der Vergangenheit doch nicht allzu gute Erfahrungen gemacht haben. Das heißt nicht, dass man das aufgeben sollte, aber es heißt, wir müssen ernsthaft daran weiterarbeiten. Eine entscheidende Erkenntnis kam auch dabei heraus: Das Verbrennen auch von Abfallstoffen aus dem Bausektor ist ein absolutes No-Go, und zwar unabhängig davon, ob es sich dabei um einen fossilen Baustoff oder um einen nachhaltigen, nachwachsenden Baustoff handelt. Beides setzt CO2 frei und das können wir in Zukunft nicht gebrauchen. Hier gibt es andere Lösungen und es gibt auf jeden Fall andere Lösungen. Insofern ist das Einsetzen von Verbrennung für die Bilanzierung beim Abriss oder in der Nachnutzung etwas, was in keinem Fall eine vernünftige Lösung darstellt. Ein paar Schlussfolgerungen hier noch. Wir haben festgestellt, der entscheidende Grundsatz ist ein Stopp der Kohlenstoffverbrennung. Das ist übrigens ein wichtiger Punkt in der Diskussion. Es geht nicht um die Vermeidung von Kohlenstoff um jeden Preis. Im Gegenteil, ich setze vorbildlich kohlenstoffbasierte Materialien
im Bau ein. Das ist eine Art Sequestrierung am Bau, solange ich dafür sorge, dass es am Schluss nicht verbrannt wird. Aber wir dürfen den Kohlenstoff eben nicht verbrennen. Entscheidend ist die Modernisierung im Bestand, also das Ergebnis, das auch Kollege Schnieders schon dargestellt hat. Da kommt es vor allem auf die gute Qualität des Wärmeschutzes und auf die Umrüstung an, im Wesentlichen die Umrüstung auf Wärmepumpen. Und hier gilt, wenn schon, dämm schon, also keine Dämmung mehr unter 12 Zentimeter. Das bringt dann alleine bereits eine Reduktion um 75 bis 85%. Die meisten wissen das nicht, wie groß eigentlich die Reduktionen sind, die wir hier erreichen. Da, wo das möglich ist, sollten wir hierfür Produkte und Systeme unter dem Einsatz nachwachsender Rohstoffe verwenden. Und das ist in der überwiegenden Zahl der Fälle auch möglich. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie eben beispielsweise die Wärmedämmung von Hochhäusern, bei denen wir doch auf nicht brennbare Materialien zurückgreifen sollten. Und das bedeutet natürlich, dass wir hier eher bei mineralischen Baustoffen liegen werden. Entscheidend dafür, dass das auch umgesetzt werden kann, immer wieder die Erinnerung, das ist Praktikabilität, Funktionalität und Kostenbegrenzung. Das sind also unsere Themen, die wir ja auch standardmäßig immer behandeln. Das ist möglich bei einer breiten und zügigen Umsetzung und das wollen wir auch ermöglichen. Dafür braucht es zum Beispiel auch Lösungen für DIY, also dafür, dass die Leute das selber machen können. Dazu finden Sie im Übrigen einen sehr breiten Teil einer Darstellung nun neu in Passipedia, in der wir das aufgearbeitet haben, wie man diese Dinge auch tatsächlich umsetzen kann. Nicht jeder kann das alleine machen, dafür haben wir ja das Handwerk, dafür brauchen wir auch, das wurde hier auch bereits erwähnt, die entsprechende Schwerpunkte bei der Ausbildung im Handwerk und bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter im Bereich des Handwerkes. Da stehen wir übrigens sehr gerne mit den Weiterbildungsangeboten des PHI zur Verfügung. Und ein letzter Punkt, den ich nicht müde werde, immer wieder zu erwähnen: Langlebigkeit ist ein ganz entscheidender ökologischer Beitrag. Also es kann nicht sein, dass wir jetzt beschleunigt immer mehr, immer schneller alle möglichen Systeme immer wieder neu auswechseln müssen. Das ist sicherlich nicht die ökologische Lösung, sondern wir bleiben in den Beständen und wir verbessern die Bestände immer dann, wenn wir das sowieso müssen. Das ist der beste Weg, um unnötige Materialverluste zu vermeiden und machen es dann aber auch gleich richtig und gleich so, dass das dann auf lange Zeit Bestand hat. Ich gebe jetzt zurück an die Veranstaltung in Innsbruck und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis jetzt sieht es gut aus. Aber die andere Präsentation steht dann noch? Ach so, gut. Okay, ja, jetzt vielen Dank, Jürgen Schnieders und Wolfgang Feist, mir hier die Aufgabe zu übertragen, das mit der Langlebigkeit und diesem Prinzip wenn schon, denn schon ein bisschen in die Praxis wiederzubringen. Deshalb haben wir uns um dieses Outfit-Projekt gekümmert, quasi das beantragt und auch bekommen, weil es einfach so wichtig ist, dass das auch funktioniert, wenn wir, ja, wie Wolfgang Feist gerade gesagt hat, nicht auf Teufel komm raus schnell sanieren, sondern immer dann, wenn es erforderlich ist, wenn schon, denn schon, und das dann aber richtig machen. Ja? Wenn schon, dann machen wir es gescheit. Und darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Ich habe mehr Folien als die Kollegen, weil ich nicht so schöne Grafiken habe, über die man so viel erzählen kann. Aber ich werde jetzt Ihnen einfach nochmal über den Enerfit-Standard erzählen. Jetzt komme ich da runter. Genau, ja, ich rufe es uns nochmal ins Gedächtnis. Auch in Outfit machen wir die Projekte mit der Ambition von Enerfit, dem Sanierungsstandard mit Passivhausprinzipien. Sie wissen das alle. Upsala. Da haben wir entweder ein Energiebedarfsverfahren. Ziel ist, nämlich Gebäude zu erzeugen mit einem sehr geringen Energiebedarf. Oder aber, wenn das nicht klappt, sollten wir wenigstens die Komponenten ansetzen oder einbauen, die zukunftsweisend sind oder, wie Herr Feist gerade gesagt hat, nachhaltig. Wenn schon, denn schon. Das ist das Prinzip. Und das ermöglicht auch dieser Sanierungsstandard Enerfit, um das umzusetzen.
Jetzt könnte man sich fragen, ist das dann, eigentlich ist es hier schon wissenschaftlich erklärt worden, ist das ambitioniert genug? Wie sehen das denn andere? Da haben wir uns auch jetzt im Verlauf des Projekts, nach dem Ende 2022 die Neufassung der IPPD erschienen ist, haben wir uns mal damit beschäftigt, wie denn so eine Enerfit-Sanierung, wie die denn entsprechend dieser Formulierung ausfällt. Und das Erfreuliche ist ja, da wird gesagt, naja, zumindest die Gebäude, der Neubau, da soll der Jahresprimärenergiebedarf, jetzt gibt es Zahlen, unter 60 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Jetzt gibt es auch einen Wohnflächenbezug oder Nutzflächenbezug. Das ist schön. Da soll das liegen. Die Gebäude sollen da drunter bleiben. Und darüber hinaus soll das mit erneuerbaren Energien gegengerechnet werden. Entweder am Gebäude produziert oder in einer Energiegemeinschaft oder mit Fernwärme, mit nachhaltiger. Ja, also wir wissen, dass das mit dem Gegenrechnen nicht so richtig Sinn macht, weil wir die Winterlücke haben. Wir wissen auch, dass das mit dem Runterrechnen auf den Quadratmeter Nutzfläche auch nicht so ganz sinnvoll ist. Das behandeln wir anders. Aber wir tun jetzt einfach mal so, oder wir bewerten mal unsere Gebäude, eine Sanierung nach diesem Prinzip. Und da haben wir schon letztes Jahr mal ein uns allen bekanntes Gebäude hergenommen, haben die Dämmung abgekratzt und getan, als ob das unsaniert wäre oder nicht gedämmt wäre und haben das in verschiedenen Standards saniert. Und wenn man das mit dem Enerfit-Standard saniert und die entsprechenden Komponentenqualitäten, ein U-Wert von 0,15 für die Außenbauteile, ist hier jetzt noch nicht die Spitzenklasse, aber wenn wir das ansetzen, dann sehen wir ganz gut, ja, dieses Gebäude hat dann einen Primärenergiekennwert von etwa 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter, liegt damit unterhalb dieses Grenzwert von 60 Kilowattstunden. Und wenn wir das mit der PV auf dem Dach versorgen, wenn wir die über das komplette Dach packen, dann geht das auch gut, ja? Gute Botschaft, eine Sanierung im Enerfit-Standard erfüllt jetzt schon die Ambitionen, die dieses Zero Emission Building formuliert und ab 2027 in öffentlichen Gebäuden und ab 2030 dann in privaten Gebäuden angewendet werden soll für den Neubau, tun auch Enerfit-Sanierungen jetzt schon in der Regel erfüllen. Ja, nicht alle, das wissen wir, da gibt es immer Schwierigkeiten, aber so die üblichen Gebäude, wenn man da hingeht, es bestehen gute Chancen, dass das klappt. Eigentlich immer dann, wenn was ausgewechselt werden soll, sollen wir sanieren, aber es wird ja doch immer hektischer. Was tun, wenn es schnell und hocheffizient werden soll? Das war so dieses, warum wir uns in Outfit die Sachen anschauen wollten, auch um die serielle Sanierung wollten wir uns kümmern. Jetzt mal ein durchgeführtes Beispiel. Ein Mehrgeschosswohnungsbau in Deutschland, 16 Wohnungen und Sie sehen schon, da sind diese schönen Loggen drin, diese Balkone. Das ist mit Sicherheit ganz schön, aber wenn man das dann mal durchrechnet, dann stellt man relativ schnell fest, oh Mist, die 25 Kilowattstunden vom Enerfit-Standard schaffen wir da nicht ganz. Da sind nämlich furchtbar viele Wärmebrücken drin in dem Projekt und das wird schwierig. Außerdem klaut mir diese Loggia Energiebezugsfläche. Ich habe da, wie gesagt, diese Wärmebrücke. Ich kann da nicht ordentlich dämmen, weil ich sonst die Tür nicht mehr aufkriege und. Also da wird es schwierig, obwohl, Sie sehen das da unten eingekreist, wenn ich nach dem Enerfit-Komponentenverfahren gehe, ich da ordentliche U-Werte für Wand und Fenster und Dach und auch eine Lüftungsanlage mit immerhin 85% Wärmerückgewinnung drin habe. Also da kriege ich halt nicht ganz den Enerfit-Bedarfsstandard hin, aber immerhin noch ein sehr gutes Gebäude. Hätte ich ein ganz glattes Gebäude, also eine kompakte Gebäudeform, wären das 24 Kilowattstunden. Das ist halt die Architektur. Damit müssen wir umgehen in der Sanierung. Das ist die Praxis. Ja, das ist ganz klar. Und wenn wir dann nicht nur den Gebäudekörper theoretisch optimiert hätten, sondern auch noch die Balkone abgenommen hätten, wäre es fast schon ein Passivhaus mit 20 Kilowattstunden. Ja? Aber das sind Gedankenspiele, das haben wir nicht. Sanierung geht anders, da müssen wir mit dem kämpfen oder mit dem klarkommen, was dann da ist. So, und was haben wir da? Da haben wir dann so ein Gebäude und da tun wir jetzt in der Regel dann auch, wenn wir versuchen schnell vorzugehen, diese Fertigmodule davor. Und da gibt es so ein paar Wärmebrücken, haben wir so im Lauf dieser 3-4 Jahre, seitdem wir uns damit beschäftigen, gesehen, die das Potenzial bieten, dass man die richtig gut machen kann. Ja? Oder aber, wie Sie hier dargestellt sehen, oben an der Traufe, irgendwo bei dem Brandschutzabschnitten also an den Geschossstößen, beim Fenstereinbau, die Auflager oder aber unten am Kelleranschluss, da kann ich auch einiges verschenken oder gut machen, das ist schwierig. Es gibt gerade bei diesen unterschiedlichen
Gebäudetypen gibt es immer wieder Stellen, wo ich auch gar nicht seriell dran gehen kann, zum Beispiel hier bei diesen Balkonen. Das ist einfach eine konventionelle Sanierung, die ich da vornehme, oder aber auch im Keller, Kellerwandanschluss an die Kellerdecke. Na, da kann ich entweder normal vorgehen und die Mindestqualität für das Flächenbauteil anbringen, oder ich kann Zusatzmaßnahmen treffen, um die Wärmebrückenwirkung abzuschwächen. Ja, und auch das wieder die Erfahrung, wenn ich mir da ein bisschen was überlege und nicht so wie hier rot dargestellt, einfach nur 20 cm unterseitig flankierend dämme, sondern das etwas ordentlicher mache, nicht immer geht's, aber man könnte wenigstens mal drüber nachdenken, ob es ordentlich geht, dann kriege ich es vielleicht sogar hin, diese Wärmebrückenwirkung von so einem Balkon wenigstens zu halbieren. Ja, das ist so etwa die Pi mal Daumen, der sich da aus diesen Projekten ergeben hat. Und dann steht am Ende da, wenn ich so eine Sanierung mache, habe ich tatsächlich Einflüsse von Wärmebrücken. Etwa 5 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnfläche, auf die Wohnfläche runtergerechnet, liegen tatsächlich in den vorgefertigten Modulen. Den Fenstereinbau habe ich da mal extra genommen, das sind auch nochmal etwa 5 Kilowattstunden. Und dann haben wir eben nochmal diese Balkone oder Kellerwände, Wände im Dach oder sonstigen konventionell gemacht, die ich allerhöchstens verbessern kann, wenig davon wegbekommen, also nur teilweise wegbekommen. In Summe also diese etwa 15 Kilowattstunden. Das ist meine Aufgabe. Ich bin ja der Planer, der Architekt. Das ist aber auch meine Chance. Ich begreife es als Chance. Hier können wir Planer, wir Architekten, wir Ingenieure, hier können wir einen großen Mehrwert bringen, wenn wir an diesen Projekten beteiligt sind, das einfach ordentlich zu machen. Ja? Da ist also eine Menge, die wir einsparen können. Wir können uns auch ein paar Gedanken über die Luftdichtheit machen. Danke, Wolfgang. Sie wissen, dass da auch eine Menge Potenzial liegt, von sehr gut bis zu überhaupt nicht drüber nachgedacht und dann eben doch zufällig schiefgegangen. Da liegen auch nochmal 10 Kilowattstunden. Und wenn ich jetzt so ein Projekt hernehme, in der Mitte mit dem Enefit-Zeichen oder Label dargestellt, das ist etwa so, wie es geplant und dann saniert wurde oder werden soll, aber es ist noch in der Sanierung drin, dann kommen wir da auf irgendwas um die 30. Ich könnte es besser machen, ich könnte ein paar Anschlüsse, Balkone oder im Keller, könnte ich es besser machen, dann würde ich tatsächlich auf 25 auch runterkommen. Es kann aber auch schief gehen, wie man links sieht, wenn da zusätzliche Wärmebrücken eben im System noch dazu gerechnet werden müssten, ist an einigen Projekten passiert, oder aber die Luftdichtheit schief geht und wenn am Ende, wie bei ganz vielen Projekten, eben dann doch auf die blöde Lüftung mit Wärmerückgewinnung verzichtet wird, weil das einfach viel zu kompliziert ist, dann wird es halt nichts und dann landen wir bei 60 Kilowattstunden, also dem Doppelten von dem, was wir eigentlich mit dieser gut gemeinten und im Flächenelement qualitativ sehr hochwertigen und nachhaltigen Sanierungskonzept beabsichtigt haben. Ja, das wäre blöd. Das wollen wir nicht und das ist unsere Chance. Und auch dieses Gebäude, wenn ich es unter dieser Zero Emission Buildings Perspektive betrachte, würde das dann schaffen, trotz der Balkone bleibt es unter den 60 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und obwohl es viergeschossig ist, schafft es auch diesen Bedarf mit der erzeugten PV gegenzurechnen. Alles Gedankenspiele, aber es wäre dann, wir könnten sagen, es ist ZEP ready. Ja? Aber wir wissen, Qualitätssicherung, darauf kommt es an und auch schon in der Planung. Wir brauchen die vernünftige Planung. Es ist immer gut, einen Plan zu haben, wie der Kollege Kaufmann mir immer erklärt. Deshalb haben wir in Outfit sind wir hergegangen und haben Hilfsmittel erzeugt, nämlich zum Beispiel Kriterien für Sanierungssysteme. Die Zertifizierung dafür ist jetzt fertiggestellt. Es gibt so einen schönen Kriterientable und wir können anfangen, diese Systeme, Sanierungssysteme, dann auch auf Herz und Nieren zu prüfen, vielleicht dabei ein bisschen zu beraten und zu verbessern, dass das alles funktioniert und damit das dann ein bisschen besser angewandt werden kann, ohne dass dann diese Fehlstellen dann auch da sind. Das ist ein großes Potenzial, was gehoben werden kann. Wir haben auch ein Tool entwickelt, was eben diese Aspekte, die Wolfgang Feist erwähnt hat, nämlich die Herstellungsenergie innerhalb der Materialien bewerten kann, ist ein Add-on-Tool zum PRBP und dann kann ich schon sehen, naja, trotz der leichten Unterschiede zwischen zum Beispiel gesetzlichem Mindeststandard und dem Enefit-Standard, es kommt eben auf die Betriebsenergie an, hier in Rot dargestellt. Und es wäre vielleicht viel gescheiter, darüber nachzudenken, ob ich denn jetzt einen 11 cm dicken Klinkervormauerung vor die Dämmung nochmal stelle, weil das da die Gestaltungssatzung macht, oder eben Klinkerriemchen, da wird nämlich die Energie rein versenkt. Ja, das ist das, was da zu sehen war und wo man lange sich einen Mund fusselig geredet hat, doch lieber mal da dran beim Sparen zu denken. Auch ein Tool, um den Eigenverbrauch von auf dem Dach erzeugter PV zu bewerten.
Ja, wie viel kann ich denn selbst verbrauchen und wie viel muss ich ins Netz zurückfüttern oder kann ich ins Netz zurückspeisen und damit Geld zurückbekommen. Wir haben ein Design Stage Approval Konzept entwickelt, was jetzt fertig ist und angewandt werden kann. Also quasi so eine kurze Bestätigung des Entwurfsstands, energetischen Entwurfsstands des Projekts, damit man, bevor man schnell auf die Baustelle geht und anfängt zu bauen, auch wenigstens da mal eine Bestätigung hat, das passt alles. Es ersetzt keine Zertifizierung, die dann Qualität sichert hinten weg, aber es ist vorher mal was, das wenigstens die Bauherrschaft oder der Fördermittelgeber einen Indikator hat, das könnte was werden. Eine kleine Toolbox mit Deep Renovation Guidelines haben wir es genannt und Tools, die dabei helfen soll, dass selbst wenn mal nicht ein PPP oder ein qualifizierter Planer beauftragt oder mit eingebracht wird, dass man da aber wenigstens mal so ein paar Teilaspekte von energieeffizienten Sanierung, wie zum Beispiel diese blöden Treppenabgänge oder Aufgänge in den Dachraum oder den Fenstereinbau isoliert vom PPP zu betrachten, um da dann vielleicht die bessere Entscheidung zu treffen und sich für mehr Energieeffizienz zu entscheiden. Dazu soll es dienen. Und wir haben ein Monitoring-Konzept entwickelt, das erlaubt mit ganz wenigen Maßnahmen und sehr günstig datenbankbasiert das Gebäude nach Inbetriebnahme zu überprüfen und zu bestätigen, dass das funktioniert. Aber das Wichtigste sind natürlich die Projekte. Einige in Outfit umgesetzt, zum Beispiel hier das in Madrid, ein Sozialwohnungsbau, Ende 2022 fertiggestellt und inzwischen zertifiziert und mit viel Tamtam in Betrieb genommen. Sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Oder in Frankreich, auch beim Tag der offenen Tür, sehr gut besucht, eine Sanierung von einer Verwaltung. Auch sehr, sehr schön, hat viel Aufmerksamkeit erzeugt, weil da diese schönen Heizkörper alle rausgerissen worden sind. War so richtig sinnbildgebend. Eine Sanierung in Darmstadt, die auch einfach zeigt, auch kleine Gebäude können hocheffizient saniert werden. Hier typischerweise schaffen wir es da einfach auch nicht auf die 25, sondern wir bleiben sogar bei 45. Aber ich kann doch immerhin die Komponentenqualitäten anbringen. Und zuletzt die Sanierung, die da in Athen durchgeführt wurde, Papagos bei Athen, wo dann die Bewohnerin statt 5.000 € für Ölrechnung zu zahlen, inzwischen nur noch 500 € für Strom bezahlt. Und das bei einem Komfort, anstatt bei 7 Grad im Winter oder 40 Grad im Sommer da drin zu sitzen, einfach in dem für uns akzeptablen Temperaturbereich wohnen kann, mit 2 kleinen Splitgeräten versorgt ist. Und das sogar während der Hitzewellen letzten Juli hat sie einfach gesagt, es ist himmlisch bei uns zu Hause und ich muss nicht jedes Jahr meine Niere verkaufen, um die Ölrechnung zu zahlen. Damit schließe ich. Darf Sie einladen, zu den Workshop-Sessions von Outfit zu kommen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.